Aktuell ist die PS5 immer noch überall ausverkauft und die Nachfrage ist aber nach wie vor riesig. Heißt, wenn mal die PlayStation 5 irgendwo kurz erhältlich ist, muss man sehr schnell sein, um eine abgreifen zu können. Bei den großen bekannten Shops wie Amazon, Mediamarkt, Otto und Co. ist sie ja immer innerhalb von wenigen Minuten wieder vergriffen. Aber wie kann es dann sein, dass man hin und wieder über Shops stolpert, die die PS5 angeblich auf Lager haben? Wie erkennt ihr, ob ihr in diesen Shops die PS5 kaufen könnt oder lieber die Finger davon lasst? Das klären wir jetzt. Wenn ihr Bock habt auf mehr PS5 und Technikvideos, dann abonniert gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Dienstags gibt es immer einen Livestream, also schaut gerne vorbei. Wer schon lange vergeblich versucht, eine PS5 zu ergattern, ist verständlicherweise schon langsam am Verzweifeln. Es scheint ja so, als wäre auf normalem Weg die PS5 ja nicht wirklich zu bekommen. Überteuerte Angebote findet man zwar genügend auf eBay und Co. und die Skepsis bei eBay zu kaufen ist aber aus Angst vor Betrug relativ groß. Aber was ist, wenn ihr plötzlich über einen Shop stolpert, der angeblich PS5-Geräte auf Lager hat? Kann das denn überhaupt sein? Grundsätzlich ja, aber wie erkenne ich das, ob der Shop sicher ist? Und dazu kommen wir gleich. Viele von uns kaufen vermutlich inzwischen mehr online ein als im Laden und wir sind es einfach gewohnt, dass meistens auch alles gut geht und wir die Ware dann auch erhalten. Aber beim Kauf der PS5 solltet ihr trotzdem lieber dreimal hinschauen, bevor ihr diese online bestellt. Also wie erkenne ich Fake-Shops? Fangen wir mal an mit ein paar Basics. Die großen bekannten Märkte wie zum Beispiel Amazon, Mediamarkt, Saturn, GameStop, Otto und Co. sind ja eigentlich kein Problem. Da seid ihr safe, auch wenn es mal hier und da Lieferschwierigkeiten oder ähnliches mal geben sollte, könnt ihr dort ohne Bedenken einkaufen. Ja, nur eben ist bei den großen sicheren Märkten die PS5 auch immer so gut wie nie verfügbar und dann stolpert ihr beim Suchen über ein paar Shops, die die PS5 anbieten. Und das Fiese ist, diese Shops sehen inzwischen ziemlich echt aus, aber trotzdem gibt es Anhaltspunkte, an denen ihr erkennen könnt, dass sie nicht echt sind. Und so könnt ihr das prüfen. Sucht auf der Seite nach einem Impressum. Ein Shop, der in Deutschland agiert, hat auf jeden Fall eine Impressumspflicht. Dies ist gesetzlich verpflichtend und ist nachzulesen im Telemediengesetz. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, wenn ihr das gerne nachlesen möchtet. Ein Online-Shop muss also ein Impressum haben. Im Impressum muss der Shop unter anderem Folgendes angeben: den Namen der Firma und des Geschäftsführers, die Postadresse, Kontaktmöglichkeiten per E-Mail, Telefon und/oder Fax, das Handelsregister und die entsprechende Registriernummer und eine Steueridentifikationsnummer. Sollte das alles fehlen, Finger weg von diesem Shop. Schaut euch außerdem an, was der Shop für Bezahlmethoden anbietet. Sichere Bezahlmethoden sind zum Beispiel PayPal, Klarna und ähnliches. Dort habt ihr nämlich den Käuferschutz. Das heißt, sollte der Anbieter die Ware nicht liefern, könnt ihr das an PayPal melden und die kümmern sich dann für euch darum. Ganz große Vorsicht ist auf jeden Fall geboten, wenn der Shop nur Vorauszahlung, Direktüberweisung oder Kreditkarte anbietet. Das Problem ist hier, dass bei diesen Bezahlmethoden gibt es eben diesen Käuferschutz nicht. Und im schlimmsten Fall seht ihr euer überwiesenes Geld dann leider nie wieder. Sucht im Internet auf Trustpilot oder Google nach Bewertungen zu diesen Shops und auf jeden Fall auch nach Erfahrungsberichten. Lest euch sowohl die guten als auch die schlechten Bewertungen durch. Fake-Shops haben oft extrem gut klingende Bewertungen. Diese sind aber leider oft gekauft und das erkennt man daran, dass sie meist übertrieben positiv geschrieben sind und vor allem daran, wenn neben diesen positiven Bewertungen auch viele extrem negative Bewertungen zu finden sind. Lest euch die Inhalte der negativen Bewertungen auch gut durch. Geht es dort nur darum, dass ein Paket verkratzt ankam oder ein paar Tage zu spät geliefert wurde, was ja nicht so tragisch ist, oder berichten die Leute dort wirklich über Betrug und ähnliches? Bei der Entlarvung von Fake-Shops ist der Preis, zu dem die PS5 angeboten wird, auch ein wichtiger Hinweis. Bedenkt hier immer, dass die Konsole wirklich überall auf der Welt ausverkauft ist und eigentlich nur zu überteuerten Preisen auf eBay und Co. verfügbar ist. Seriöse
Diese Shops werden die PS5 in den meisten Fällen zum Normalpreis anbieten. Fake-Shops tendieren oft dazu, diese zu günstigerem Preis anzubieten. Das soll einfach die Verlockung, dort zu kaufen, noch mehr steigern. Was ihr aber nie vergessen dürft, Sony selbst verdient an der Hardware, also an der PS5 selbst, eigentlich nichts. Bei der PS3 und der Xbox zum Beispiel gab es offizielle Angaben der Hersteller, dass die Geräte mit Verlust verkauft werden. Ein Händler, der die PS5 unterm Normalpreis verkaufen würde, macht also auch Verlust, was vollkommen unlogisch wäre und daher ist das von Haus aus schon mal dubios. Also Finger weg von angeblichen PS5-Schnäppchen. Der letzte Punkt ist eigentlich mit einfacher Logik zu entlarven. Wenn man bedenkt, dass die PS5 überall auf der Welt in allen großen Shops ausverkauft ist, ist es eigentlich an sich schon fragwürdig, wenn ein kleiner unbekannter Shop diese massenhaft auf Lager hat, oder? Denkt einfach dran, wenn dann mal bei Amazon und so weiter die PS5 verfügbar ist, diese ist dann immer innerhalb von Minuten vergriffen. Fake-Shops haben die PS5 aber angeblich immer auf Lager und das liegt nicht daran, dass sie ein kleiner unbekannter Shop sind, den niemand findet. Erstens finden Bots, die auf der Suche nach PS5 angeboten sind, diese sehr wohl sehr schnell und auch wenn man selbst ein bisschen googelt, findet man diese Shops. Die dauerhafte Verfügbarkeit ist also eigentlich einfach nur Fake, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Das nächste ist, dass es aktuell seriösen kleineren Händlern eigentlich kaum möglich ist, an die PS5 heranzukommen. Sony beliefert momentan ausschließlich die großen bekannten Märkte. Aber kann man etwas tun, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also wenn ihr schon das Geld überwiesen habt und keine Ware erhalten und den Verkäufer könnt ihr auch nicht mehr kontaktieren oder er reagiert nicht auf euch? Was könnt ihr da tun? In den meisten Fällen ist es ehrlich gesagt schwierig. In erster Linie solltet ihr auf jeden Fall Anzeige bei der Polizei erstatten. Wie viel das bringt oder bringen wird, ist fraglich. Aber wenn ihr bereits Geld überwiesen habt, ist es im Falle eines Fake-Shops leider extrem unwahrscheinlich, dass ihr dieses wieder seht. Das Problem ist einfach, dass viele dieser Firmen irgendwo im Ausland sitzen und das deutsche Recht da nicht viel machen kann. Deswegen schaut wirklich dreimal hin, bevor ihr kauft. Ich will jetzt nicht grundsätzlich ausschließen, dass es kleine Shops gibt, die tatsächlich die Möglichkeit haben, von Sony beliefert zu werden. Aber wenn man wirklich ganz ehrlich ist, sind das extrem wenige. Wenn ihr das Glück habt, einen solchen Shop zu finden, dann werden sie auch diese 5 Testpunkte bestehen. Für mehr Tipps, wie ihr eine PS5 kaufen könnt, schaut euch gerne dieses Video hier noch an. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!